Lektion 1: Herausforderungen meistern. Es ist unerlässlich, darüber zu sprechen, wie wir auf Schwierigkeiten und Herausforderungen reagieren können. Ich stimme vollkommen zu. Herausforderungen können zwar entmutigend sein, aber sie bieten auch Chancen. Genau. Der Schlüssel liegt darin, unseren Ausgangspunkt zu bestimmen. Tja, wo sollten wir Ihrer Meinung nach anfangen? Ich glaube, wir sollten zunächst die Situation klar beurteilen. Das leuchtet ein. Es ist entscheidend, das Problem zu verstehen. Sobald wir das verstanden haben, können wir mögliche Lösungen erarbeiten. Diese Herangehensweise gefällt mir. Zusammenarbeit kann zu innovativen Ideen führen. In der Tat, unterschiedliche Perspektiven offenbaren oft verborgene Lösungen. Wie wäre es, wenn wir unsere Herausforderungen priorisieren? Priorisierung ist unerlässlich. Wir sollten die dringlichsten Probleme zuerst angehen. Das ist für Es hilft, sich nicht überfordert zu fühlen. Außerdem sollten wir während des gesamten Prozesses eine positive Einstellung bewahren. Positive Gedanken können unsere Motivation stärken, Hindernisse zu überwinden. Genau, kleine Erfolge zu feiern kann unser Selbstvertrauen stärken. Da stimme ich zu. Jeder Fortschritt verdient Anerkennung. Darüber hinaus kann es von Vorteil sein, Unterstützung von anderen zu suchen. Unterstützung kann neue Erkenntnisse und Ermutigung bieten. Ich schätze Teamarbeit, insbesondere wenn es um Herausforderungen geht. Tja, gemeinsam können wir jeden Sturm überstehen. Lasst uns verpflichten, uns gegenseitig bei unseren Vorhaben zu unterstützen. Bitte, lasst uns Herausforderungen als Chancen für Wachstum begreifen. Gemeinsam werden wir Schwierigkeiten in Sprungbretter verwandeln. Lektion 2: Gemeinsam fit werden. Schön, dich im Fitnessstudio zu sehen. Wie wär's mit Krafttraining? Das klingt nach einer tollen Idee. Möchtest du das auch einbeziehen? Absolut. Krafttraining ergänzt Ausdauertraining perfekt. Da stimme ich zu. Es baut Muskeln auf und verbessert die allgemeine Fitness. Welche spezifischen Übungen machen Ihnen beim Krafttraining Spaß? Ich liebe das Training mit freien Gewichten. Sie bieten eine große Vielseitigkeit. Freihanteln sind fantastisch. Ich bevorzuge Widerstandsbänder. Widerstandsbänder eignen sich auch hervorragend zur Verbesserung der Flexibilität. Genau. Sie können für verschiedene Trainingsarten verwendet werden. Sollen wir gemeinsam eine ausgewogene Routine entwickeln? Toller Vorschlag. Wir können zwischen Ausdauer und Krafttraining abwechseln. Diese Herangehensweise gefällt mir. So bleibt es spannend. Außerdem können wir uns gegenseitig beim Training motivieren. Tja, mit einem Trainingspartner macht alles mehr Spaß. Haben Sie schon einmal Verbundübungen wie Kniebeugen und Kreuzheben ausprobiert? Tja, sie sind unglaublich effektiv und beanspruchen mehrere Muskelgruppen. Da stimme ich zu. Sie eignen sich auch hervorragend, um schnell Kraft aufzubauen. Sollten wir uns Fitnessziele setzen? Ja,
Das Setzen von Zielen hilft uns, fokussiert und engagiert zu bleiben. Vielleicht könnten wir uns vornehmen, unser Gewicht jede Woche zu steigern. Das klingt anspruchsvoll, aber machbar. Ich bin dabei. Perfekt. Lasst uns unseren Fortschritt gemeinsam verfolgen. Ich bin gespannt, wie sehr wir uns noch verbessern können. Lektion 3: Jenseits des Feinds. Ich habe gelernt, dass man ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen kann. Das ist eine wertvolle Lektion. Der erste Eindruck kann täuschen. In der Tat, es ist nicht fair, jemanden nicht zu mögen, nur weil er nicht unseren Erwartungen entspricht. Klar, jeder hat einzigartige Geschichten und Erfahrungen. Was hat Sie dazu veranlasst, darüber nachzudenken? Ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt, der zunächst distanziert wirkte, sich aber als recht freundlich erwies. Das ist ein perfektes Beispiel. Manchmal sind Menschen einfach nur schüchtern. Ja, es braucht Zeit, bis sie sich öffnen. Ich glaube, wir sollten anderen immer die Chance geben, zu zeigen, wer sie sind. Absolut. Es bereichert unsere Interaktionen und Freundschaften. Haben Sie schon einmal jemanden falsch eingeschätzt und es später bereut? Ja, ich habe einmal jemanden gemieden, der sich im Nachhinein als unglaublich nett herausstellte. Das ist eine weit verbreitete Erfahrung. Sie erinnert uns daran, aufgeschlossener zu sein. Das stimmt absolut. Wir alle verdienen es, dass man uns einen Vertrauensvorschuss gibt. Da stimme ich zu. Andere zu verstehen, kann zu tieferen Verbindungen führen. Zudem bereichert Vielfalt in Freundschaften unser Leben ungemein. Genau. Unterschiedliche Perspektiven können unseren Horizont erweitern. Welche Strategien nutzen Sie, um jemanden besser kennenzulernen? Ich stelle offene Fragen und höre aktiv auf Ihre Antworten. Das ist eine großartige Herangehensweise. Sie zeugt von echtem Interesse. Ja, die Menschen schätzen es, wenn sich andere die Zeit nehmen, zuzuhören. Das werde ich mir merken. Ein konstruktiver Dialog fördert das Verständnis. Lasst uns gemeinsam üben, in unseren Interaktionen hinter die Oberfläche zu blicken. Lektion 4: Neue Hobbys entdecken. Da hast du recht. Ich freue mich darauf, neue Hobbys zu entdecken. Das ist ja wunderbar. Welche Hobbys haben Sie im Auge? Ich spiele mit dem Gedanken, mich einmal in Töpfern zu versuchen. Töpfern klingt spannend. Hast du das schon mal gemacht? Nein, habe ich nicht, aber ich finde es faszinierend. Das stimmt. Ton zu formen kann sehr therapeutisch sein. Genau. Außerdem könnte ich etwas Schönes erschaffen. Welchen anderen Hobbys hegen Sie Interesse? Ich habe auch über Fotografie nachgedacht. Fotografie. Damit könnten Sie Momente festhalten. Ja, ich genieße die Natur und sie zu fotografieren wäre fantastisch. Ich sehe dich schon als einen großartigen Naturfotografen. Danke. Und du? Hast du irgendwelche neuen Hobbys im Sinn? Ich habe darüber nachgedacht, Gitarre spielen zu lernen.
Das ist fantastisch. Musik bereichert das Leben. Der, ich wollte schon immer mal ein paar Akkorde anschlagen. Du solltest es unbedingt wagen. Das werde ich. Vielleicht können wir uns gegenseitig bei unseren neuen Hobbys unterstützen. Das klingt nach einem perfekten Plan. Wir könnten sogar zusammen lernen. Das fände ich toll. Das könnte ein lustiges Erlebnis werden. Stellt euch vor, wie viel Spaß wir bei Töpfer- und Musikstunden haben könnten. Es wäre wie ein Kunst- und Musikfestival, das jede Woche stattfindet. Ja, lasst uns diese kreative Reise gemeinsam antreten. Auf neue Anfänge und spannende Hobbys. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, dieses Abenteuer zu beginnen. Lektion 5: Clever einkaufen. Beim Einkaufen auf Märkten wie diesem sollte der Sicherheit höchste Priorität eingeräumt werden. Da stimme ich vollkommen zu. Man sollte bei der Auswahl eines Anbieters immer auf sein Bauchgefühl hören. Genau, wenn sich etwas komisch anfühlt, ist es besser, wegzugehen. Das ist ein weiser Rat. Ich habe schon Geschichten über fragwürdige Anbieter gehört. Ja, es ist entscheidend, auf Anzeichen von Qualität und Sauberkeit zu achten. Auf welche konkreten Anzeichen achten Sie? Ich prüfe die Frische der Produkte und die Ausstattung des Verkäufers. Das leuchtet ein. Ein gut organisierter Stand zeugt oft von Professionalität. Ich achte auch darauf, wie der Anbieter mit den Kunden interagiert. Das ist ein wichtiger Punkt. Freundliche und kompetente Verkäufer schaffen Vertrauen. Wenn Sie bereit sind, Fragen zu beantworten, ist das ein gutes Zeichen. Das werde ich bei meiner Auswahl auf jeden Fall berücksichtigen. Vergiss nicht, auch deinem Bauchgefühl zu vertrauen. Tja, wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, dann ist es das wahrscheinlich auch nicht. Genau, wir sollten unserer Sicherheit Priorität einräumen, während wir gleichzeitig den Markt genießen. Ich schätze Ihre Hinweise. Sie werden mir helfen, bewusster einzukaufen. Gemeinsam können wir fundierte Entscheidungen treffen und gute Anbieter unterstützen. Das klingt nach einem Plan. Lasst uns das Markterlebnis sicher genießen. Auf cleveres Einkaufen und leckere Entdeckungen. Lektion 6: Willowbrook erkunden. Ich habe kürzlich herausgefunden, dass Willowbrook etwa eine Stunde von hier entfernt liegt. Oh, davon habe ich gehört. Was gibt es dort zu sehen? Es ist bekannt für seine wunderschönen Parks und seine charmante Innenstadt. Das klingt herrlich. Gibt es bestimmte Parks, die Sie empfehlen können? Ja, der Willowbrook Park bietet wunderschöne Wanderwege und einen herrlichen See. Also, ich kann mir vorstellen, wie friedlich das sein muss. Das stimmt wirklich. Man kann dort sogar Tretboote mieten. Das klingt nach Spaß. Ich genieße es, auf dem Wasser zu sein. Im Park gibt es auch Picknickplätze, falls Sie sich entspannen möchten. Ich liebe Picknicks. Das wäre die perfekte Art, den Tag zu verbringen. Absolut. Außerdem gibt es in der Nähe lokale Imbissstände. Essensfinde.
Jetzt habt ihr meine Aufmerksamkeit. Was bieten die denn an? Sie bieten alles von Gourmet-Sandwiches bis hin zu hausgemachten Desserts. Das klingt köstlich. Ich würde sehr gerne ein paar lokale Spezialitäten probieren. Außerdem findet an den Wochenenden ein Bauernmarkt statt. Im Bauernmarkt. Ich liebe frische Produkte und handwerklich hergestellte Waren. Es ist ein großartiger Ort, um lokale Kunsthandwerker kennenzulernen und ihre Produkte zu probieren. Ich kann mir vorstellen, wie lebhaft die Atmosphäre sein muss. Das trägt wirklich zum Charme der Stadt bei. Sollen wir dieses Wochenende einen Ausflug dorthin planen? Das ist eine hervorragende Idee. Ich bin schon ganz gespannt. Lasst uns eine Liste mit Dingen erstellen, die wir erkunden möchten. Ja, wir sollten vorher auch das Wetter prüfen. Lektion 7: Eine Reise durch die Geschichte. Wussten Sie, dass die Hauptstadt von Virginia im Jahr 1780 nach Richmond verlegt wurde? Nein, das habe ich nicht. Das ist faszinierend. Was geschah danach mit Williamsburg? Nachdem Williamsburg seinen Status als Hauptstadt verloren hatte, wurde es lediglich zu einer kleinen Stadt. Das ist interessant. Das muss den Charakter der Stadt erheblich verändert haben. In der Tat, es wandelte sich von einem pulsierenden politischen Zentrum zu einer ruhigeren Gemeinde. Was waren einige Gründe für die Verlegung der Hauptstadt? Die Lage von Richmond war zentraler und für viele Einwohner Virginias besser erreichbar. Das leuchtet ein. Barrierefreiheit ist für eine Hauptstadt von entscheidender Bedeutung. Ja, Richmond hatte auch eine strategisch günstigere Lage für Handel und Verteidigung. Ich kann dir vorstellen, wie wichtig diese Faktoren damals waren. Für die Einwohner von Williamsburg muss das ein großer Umbruch gewesen sein. Ich frage mich, wie sie sich gefühlt haben, als sie ihren Status als Hauptstadt verloren. Einige mögen enttäuscht gewesen sein, andere hingegen haben die Veränderung wahrscheinlich begrüßt. Veränderungen können schwierig sein, aber sie können auch neue Möglichkeiten eröffnen. Genau, Richmond entwickelte sich zu einem Zentrum für Handel und Kultur. Es ist erstaunlich, wie die Geschichte unsere Städte und Gemeinden prägt. Ja, der Besuch solcher Orte hilft uns, unsere Vergangenheit wertzuschätzen. Da stimme ich zu. Das Lernen über Geschichte verbindet uns mit unseren Wurzeln. Auf die Entdeckung weiterer faszinierender Geschichten aus unserer Geschichte. Lektion 8: Die Freude am Gebäck. Croissants sind fantastisch. Hast du schon mal ein frisch gebackenes gegessen? Oh, ich liebe Croissants. Sie sind so blättrig und butterig. Genau, nichts geht über den ersten Bissen. Da stimme ich zu. Sie zergehen förmlich im Mund. Haben Sie sie schon mal mit Schokoladenfüllung probiert? Tja, Schokoladencroissants sind ein köstlicher Genuss. Ich könnte sie jeden Tag essen und würde sie nie satt haben. Das klingt ja traumhaft. Hast du einen Lieblingsort, wo man sie bekommt? In der Innenstadt gibt es eine Bäckerei, die die besten Croissants herstellt. Ich werde es mir ansehen. Wie heißt die Bäckerei? Es heißt die goldene Kruste. Sie werden nicht enttäuscht sein.
Das werde ich auf jeden Fall auf meine Liste der Orte setzen, die ich besuchen möchte. Sie servieren außerdem köstlichen Kaffee, der hervorragend zu Gebäck passt. Kaffee und Croissants. Das ist doch eine unschlagbare Kombination. Genau. Man kann dort sitzen und einen entspannten Morgen genießen. Das klingt perfekt. Ich liebe Cafés mit gemütlicher Atmosphäre. Ich auch. Dadurch wird das Erlebnis noch schöner. Ich werde mir diese Woche unbedingt einen Besuch im Golden Krust gönnen. Das solltest du unbedingt tun. Ich bin schon sehr gespannt, was du von ihren Croissants hältst. Ich werde dir Bescheid geben. Vielleicht können wir nächstes Mal zusammen gehen. Das ist eine wunderbare Idee. Auf leckeres Gebäck und gute Gesellschaft. Lektion 9: Respektvolle Zusammenarbeit. Klar, zunächst sollten wir uns darauf einigen, einander während des gesamten Prozesses mit Respekt zu behandeln. Das ist eine wunderbare Idee. Respekt ist die Grundlage jeder erfolgreichen Zusammenarbeit. Absolut. Es ermöglicht uns, offen und ehrlich zu kommunizieren. Ich stimme zu. Wie stellen Sie sich vor, dass wir diesen Respekt bewahren können? Ich denke, aktives Zuhören ist entscheidend. Wir müssen die Ideen des anderen wirklich hören. Wer Zuhören zeigt, dass wir den Beitrag des anderen wertschätzen. Darüber hinaus sollten wir konstruktives Feedback geben. Konstruktives Feedback ist unerlässlich. Es hilft uns zu wachsen und uns zu verbessern. Genau. Ich konzentriere mich lieber auf Lösungen als nur auf Probleme. Das ist eine großartige Einstellung. Sie fördert eine positive Atmosphäre. Wir sollten es außerdem vermeiden, uns während der Diskussionen gegenseitig zu unterbrechen. Wer- Wenn man einander erlaubt, seine Gedanken zu Ende zu führen, zeugt das von Respekt. Wie wäre es, klare Erwartungen an unsere Rollen zu formulieren? Klare Erwartungen helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Da stimme ich zu. Das sorgt dafür, dass wir beide zur Rechenschaft gezogen werden. Sollten wir auch regelmäßige Treffen einplanen, um unsere Fortschritte zu besprechen. Das klingt nach einem hervorragenden Plan. So bleiben wir auf Kurs. Ich bin froh, dass wir einer Meinung sind. Gemeinsam können wir ein respektvolles und produktives Umfeld schaffen. Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Respekt beruht. Absolut. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam erreichen können. Lektion 10: Das richtige Hotel auswählen. Bei der Reiseplanung ist die Wahl des richtigen Hotels wichtig. Da stimme ich vollkommen zu. Bewertungen können einem definitiv einen Eindruck von der Qualität des Hotels vermitteln. Ja, das Lesen von Gästebewertungen kann sowohl die Vor- als auch die Nachteile aufzeigen. Haben Sie die Bewertung für dieses Hotel gelesen? Ich habe es getan. Die meisten Gäste loben das freundliche Personal und die Sauberkeit. Das ist ein gutes Zeichen. Sauberkeit hat für mich immer höchste Priorität. Mir geht es genauso. Was hältst du von der Lage? Die Lage scheint ideal zu sein, in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Genau. Das spart uns Zeit bei der Erkundung der Stadt.
Wie sieht es mit der Ausstattung aus? Gibt es irgendwelche interessanten Besonderheiten? Das Hotel bietet einen Pool und ein Fitnessstudio, was ein netter Bonus ist. Ich liebe einen schönen Pool. Er ist perfekt, um sich nach einem Tag voller Besichtigungen zu entspannen. Absolut. Außerdem hilft uns ein Fitnessstudio dabei, während unserer Reise aktiv zu bleiben. Ist Ihnen aufgefallen, ob Sie Frühstück anbieten? Ja, in vielen Bewertungen wird ein kostenloses Frühstück erwähnt, was toll ist. Das wird uns auf jeden Fall Geld beim Essen sparen. Stimmt, wir können das Geld für mehr Spaß verwenden. Ich schätze auch Hotels mit gutem Kundenservice. Der Kundenservice kann meiner Meinung nach über Erfolg oder Misserfolg eines Kundenerlebnisses entscheiden. Da stimme ich vollkommen zu. Freundliches Personal kann unseren Aufenthalt deutlich aufwerten. Sollen wir unsere Entscheidung anhand der Rezensionen endgültig treffen? Tja, dieses Hotel scheint alle unsere Kriterien zu erfüllen. Auf einen wunderschönen Urlaub und ein tolles Hotelerlebnis. Lektion 11. Accessoires mit Stil. Ich glaube, wir haben hier eine blau-weiß gestreifte Krawatte. Möchten Sie sie sich ansehen? Da, ich würde es sehr gerne sehen. Blau ist eine meiner Lieblingsfarben. Hier ist es. Was haltet ihr von dem Muster? Die Streifen sind sehr elegant. Sie verleihen dem Ganzen eine schöne Note. Da stimme ich zu. Es eignet sich perfekt sowohl für formelle als auch für legere Anlässe. Ja, man kann es zur Arbeit oder zu einer Dinnerparty tragen. Wie fühlt es sich an? Schließlich ist der Stoff wichtig. Es fühlt sich weich und glatt an. Das wird angenehm zu tragen sein. Ich denke, es passt zu vielen Outfits. Womit würdest du es kombinieren? Ein strahlend weißes Hemd würde fantastisch aussehen. Ja, und vielleicht ein marineblauer Anzug, um den Look abzurunden. Das klingt ja toll. Ich kann dir das ganze Outfit schon vorstellen. Möchten Sie es anprobieren? Ich denke schon. Es wird toll sein, es persönlich zu sehen. Ich bin gespannt, wie es an dir aussieht. Na dann, viel Glück. Hoffentlich passt es gut. Ich bin mir sicher, es wird fantastisch aussehen. Vielen Dank für das Vertrauen. Ich sehe mir das mal an. Ich kann es kaum erwarten, das Endergebnis zu sehen. Lektion 12. Entspannung finden. Ich finde, dass Joggen mir sehr hilft, mich zu entspannen und den Kopf frei zu bekommen. Das klingt wunderbar. Es hat etwas Beruhigendes, in der Natur zu sein. Absolut. Der Rhythmus des Laufens kann durchaus meditativ sein. Da stimme ich zu. Was gefällt dir am Laufen am besten? Ich liebe das Gefühl von Freiheit und die frische Luft. Frische Luft ist belebend. Hast du eine Lieblingslaufstrecke? Ja, ich jogge oft am Fluss entlang. Die Landschaft ist wunderschön. Das klingt herrlich. Ich gehe auch gerne am Fluss entlang spazieren. Spazierengehen ist auch toll. Es ermöglicht mehr Zeit zum Nachdenken.
Beruf. Ich nutze meine Spaziergänge oft, um über meinen Tag nachzudenken. Welche anderen Aktivitäten helfen Ihnen beim Entspannen? Ich finde, Zeit in der Natur zu verbringen, zum Beispiel beim Wandern, ist sehr beruhigend. Wandern ist fantastisch. Es verbindet Bewegung mit Erkundung. Ja, jeder Wanderweg bietet ein neues Abenteuer und eine neue Perspektive. Haben Sie schon Ihre Lieblingswanderwege entdeckt? Da in den Bergen in der Nähe gibt es einen wunderschönen Wanderweg. Ich würde sehr gerne einmal mit dir auf dieser Wanderung mitkommen. Das wäre toll. Wir könnten die Aussicht gemeinsam genießen. Die Natur hat die Fähigkeit, den Geist zu erfrischen. Beruf. Es ist die perfekte Auszeit vom Alltagsstress. Lasst uns das Ziel setzen, mehr Zeit im Freien zu verbringen. Lektion 13. Gerechte Verteilung der Belohnungen. Natürlich, wir könnten die Boni anhand der Umsatzbeitragsquoten aufteilen. Das klingt fair. So wird sichergestellt, dass jeder entsprechend seinen Anstrengungen belohnt wird. Genau, diese Methode motiviert jeden, sein Bestes zu geben. Wie schlagen Sie vor, diese Verhältnisse zu berechnen? Wir können die Umsatzzahlen jedes Teammitglieds aus dem letzten Quartal analysieren. Das leuchtet ein. Es bietet ein klares Bild der Beiträge. Darüber hinaus sollten wir die Zusammenarbeit im Team in unsere Berechnungen einbeziehen. Der Teamarbeit kann den Gesamtumsatz steigern und verdient daher Anerkennung. Sollten wir eine Mindestgrenze für Boni festlegen? Ein Mindestmaß an Leistung stellt sicher, dass jeder einen sinnvollen Beitrag leistet. Einverstanden. Das motiviert das Team, höhere Ziele zu verfolgen. Wie werden wir diese neue Struktur dem Team vermitteln? Ich denke, ein Teammeeting wäre effektiv, um unsere Argumentation zu erläutern. Ein Treffen wird uns die Möglichkeit geben, alle Ihre Fragen zu beantworten. Genau. Transparenz ist der Schlüssel, um Ihre Unterstützung zu gewinnen. Ich werde eine Präsentation vorbereiten, in der der Plan klar dargelegt wird. Perfekt. Das wird jedem helfen, die Vorteile zu verstehen. Ich glaube, dieser Ansatz wird zu einem motivierteren Team führen. Da stimme ich zu. Es geht darum, ein positives Umfeld für Wachstum zu schaffen. Auf faire Belohnungen und ein stärkeres Vertriebsterm. Absolut. Gemeinsam werden wir großartige Ergebnisse erzielen. Lektion 14. Planung für den Erfolg. Ich glaube, wir sollten längere Pläne für eine umfassendere Abdeckung erstellen. Das leuchtet ein. Länderfristige Pläne ermöglichen einen umfassenderen Ansatz. Genau. Wir können potenzielle Herausforderungen und Chancen berücksichtigen. Auf welche konkreten Bereiche sollten wir uns Ihrer Meinung nach konzentrieren? Ich schlage vor, dass wir unsere Hauptziele klar umreißen. Da klare Ziele werden unsere Bemühungen effektiv lenken. Darüber hinaus sollten wir für jede Phase realistische Zeitpläne festlegen. Zeitpläne sind unerlässlich. Sie sorgen dafür, dass wir zur Rechenschaft gezogen werden und auf Kurs bleiben.
Gibt es sonst noch etwas, das wir in unsere Planung einbeziehen sollten? Vielleicht sollten wir die wichtigsten Ressourcen identifizieren, die wir benötigen. Eine hervorragende Idee. Wenn wir unsere Ressourcen kennen, können wir Verzögerungen vermeiden. Wie sieht es mit der Zuweisung von Rollen und Verantwortlichkeiten aus? Ja, so wird sichergestellt, dass jeder seine Aufgaben kennt. Kommunikation ist während des gesamten Prozesses ebenfalls unerlässlich. Absolut. Regelmäßige Updates halten uns alle auf dem Laufenden. Sollten wir potenzielle Risiken und Möglichkeiten zu deren Minderung in Betracht ziehen? Ja, die Antizipation von Risiken kann uns helfen, effektiv zu reagieren. Mit diesem Plan bin ich viel zuversichtlicher, was unser Projekt angeht. Ich auch. Ein solider Plan ist die Grundlage für Erfolg. Auf gründliche Planung und ein erfolgreiches Ergebnis. In der Tat. Lasst uns diese aufregende Reise beginnen. Lektion 15. Gemeinsam Essen bestellen. Dieses Restaurant hat eine fantastische Speisekarte. Was meinst du, was sollten wir bestellen? Ich finde, die Vorspeisen sehen perfekt aus. Es gibt eine große Auswahl. Während Sie das nachschlagen, rufe ich an und gebe die Bestellung auf. Das klingt gut. Ich werde eine Liste mit unseren Wünschen erstellen. Meinst du, wir sollten eine Mischung aus allem nehmen? Eine Mischung wird jedem Geschmack gerecht. Sollen wir auch vegetarische Optionen anbieten? Du, es ist immer gut, wenn jeder eine Auswahl hat. Ich werde fragen, ob Sie heute besondere Gerichte anbieten. Das ist eine großartige Idee. Besondere Gerichte sind in der Regel köstlich. Wie viele Vorspeisen brauchen wir Ihrer Meinung nach? Vielleicht sollten 4 oder 5 für die Gruppe ausreichen. Da stimme ich zu. Ich werde auch nachsehen, ob Sie Desserts anbieten. Ver Desserts sind ein Muss bei jeder Zusammenkunft. Ich werde auf jeden Fall etwas Süßes dazugeben. Wunderbar. Ich freue mich schon sehr darauf, das Essen gemeinsam zu genießen. Ich auch. Ich rufe Sie gleich an. Während Sie das tun, werde ich die Liste fertigstellen. Perfekt. Lasst uns dieses Treffen mit großartigem Essen unvergesslich machen. Lektion 16. Reflexionen zur Autoreise. Sind Sie auf dem Weg hierher in einen Stau geraten? Erstaunlicherweise gab es überhaupt keinen Verkehr. Das ist fantastisch. Ich hatte mit einer langen Verzögerung gerechnet. Ich auch. Ich war angenehm überrascht, wie reibungslos die Fahrt verlief. Um wie viel Uhr sind Sie losgefahren? Ich bin früh morgens gegen 7 Uhr losgefahren. Das ist eine kluge Wahl. Frühmorgens ist es in der Regel ruhiger. Ja, außerdem habe ich während der Fahrt den wunderschönen Sonnenaufgang genossen. Ein Sonnenaufgang kann eine Reise um einiges angenehmer machen. Das sorgt auf jeden Fall für eine positive Stimmung im Tag. Sind Ihnen unterwegs irgendwelche interessanten Sehenswürdigkeiten begegnet? Da Ich kam an einem bezaubernden kleinen Bauernhof mit entzückenden Tieren vorbei. Das klingt herrlich.
Ich liebe es, beim Autofahren Tiere zu sehen. Es war eine schöne Überraschung. Ich hätte beinahe angehalten, um Fotos zu machen. Das hättest du tun sollen. Solche Momente schaffen wundervolle Erinnerungen. Vielleicht halte ich beim nächsten Mal an und erkunde die Gegend. Ich freue mich darauf, von Ihren zukünftigen Abenteuern zu hören. Vielen Dank. Ich teile meine Erfahrungen immer sehr gerne. Planen Sie demnächst weitere Autoreisen? Ich überlege, nächsten Monat eine Reise in die Berge zu unternehmen. Das klingt aufregend. Die Berge sind um diese Jahreszeit wunderschön. Tja, ich kann es kaum erwarten, zu wandern und die Landschaft zu genießen. Auf viele weitere Abenteuer und reibungslose Reisen.